Am häufigsten sehen wir im Moment manipulierte Bilder. Darauf sind dann zum Beispiel berühmte Personen zu sehen, die absurde Dinge machen oder verrückte Styles tragen. Ein Beispiel war das Bild des Papstes, auf dem er vermeintlich eine dicke weiße Daunenjacke trägt. Das Bild ist viral gegangen, aber in der Realität hat der Papst diese Jacke nie getragen. Mit künstlicher Intelligenz ist es sehr einfach geworden, Bilder, Videos und Audioaufnahmen so zu manipulieren, dass Menschen Dinge sagen oder tun, die sie in der Realität so nie getan haben. Das ist besonders bedenklich, wenn es um PolitikerInnen und WissenschaftlerInnen geht. Denn dann ist der Einfluss auf die Gesellschaft oft besonders groß, wenn zum Beispiel Gerüchte verbreitet werden oder falsche Gesundheitstipps. Vor einiger Zeit gab es zum Beispiel ein Video, das gefaked war, des ukrainischen Präsidenten, in dem er vermeintlich zur Kapitulation aufrief. Erstmal ist es ganz wichtig, den Zusammenhang zu prüfen. Macht das überhaupt Sinn? Passt das zu dem, was andere Medien berichten? Zelenskys vermeintliche Kapitulation passte zum Beispiel überhaupt nicht in den Gesamtzusammenhang. Es gab gerade noch Kampfhandlungen, er hatte davor und danach ganz andere Dinge gesagt. Mit einer Bilderrückwärtssuche könnt ihr außerdem prüfen, ob die Bilder und Videos vielleicht schon viel älter sind und aus dem Kontext gerissen wurden. In einem zweiten Schritt ist es dann wichtig, sich die Details im Video anzuschauen. Also passt zum Beispiel die Größe des Kopfes zum Rest des Körpers, passt die Stimme zu der Person und passen die Lippenbewegungen zu der Stimme. Wenn ihr die Person kennt, sie also zum Beispiel berühmt ist und ihr habt schon andere Fotos von ihr gesehen, könnt ihr auch schauen, ob die Muttermale oder Tattoos zu sehen sind. Wenn ihr mit diesen 2 Schritten nicht weiterkommt, dann habt ihr auch immer die Möglichkeit, die Bilder und Videos an eine seriöse Faktencheck-Organisation zu schicken. Dort sitzen Profis, die sich sehr gut mit dem Erkennen von Fakes auskennen und gerne weiterhelfen.